Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch das versprochene Rezept für die One-Pot-Pasta mit Garnelen. Dafür als erstes eine große Zwiebel abziehen und fein hacken. Außerdem habe ich hier noch 2 rote Peperoni, entkernen und dann in dünne Streifen schneiden. Und zum Schluss 2 bis 3 Knoblauchzehen abziehen und ebenfalls fein hacken. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen. Jetzt kommen zuerst die Garnelen in die Pfanne, 300 bis 400 Gramm, je nach Größe der Garnelen. Kurz für etwa 1 bis 2 Minuten bei mittlerer Hitze anbraten. Dabei schon mal mit etwas Salz und Pfeffer würzen. Die Garnelen einmal wenden und dann aus der Pfanne nehmen und zur Seite stellen. Die Pfanne anschließend wieder zurück auf den Herd stellen, erneut einen guten Schuss Öl in die Pfanne geben, dann Zwiebeln, Knoblauch und Peperoni dazugeben und für 2 bis 3 Minuten bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden glasig anschwitzen. Wenn das erledigt ist, kommen die restlichen Zutaten dazu. 500 Gramm Tagliatelle. Hier ist alternativ wie immer auch jede andere Nudelsorte möglich. Eine Dose gehackte Tomaten, einen Esslöffel Salz, dann noch einen Esslöffel italienische Kräutermischung, 1 Liter Wasser und zum Schluss 200 Milliliter Sahne. Ersatzweise könnt ihr hier auch Milch verwenden. Anschließend alle Zutaten etwas in der Pfanne verteilen. Darauf achten, dass alle Nudeln, so gut es geht, mit Flüssigkeit bedeckt sind. Dann zum Kochen bringen und mit geschlossenem Deckel bei niedriger Hitze für 10 bis 12 Minuten ganz langsam köcheln lassen. Von Zeit zu Zeit den Deckel immer mal wieder abnehmen, die One-Pot-Pasta einmal gut durchrühren, damit nichts am Topfboden anbrennen kann und dann mit geschlossenem Deckel weiter köcheln lassen, so lange bis die Nudeln gar sind und die Flüssigkeit nahezu komplett aufgesogen haben. Zum Schluss noch eine Hand geriebenen Parmesan dazugeben, außerdem etwas frisch gemahlenen Pfeffer, Salz sollte passen, dann kommen die Garnelen zurück in die Pfanne, außerdem 250 Gramm halbierte Kirschtomaten, alles ein letztes Mal gut umrühren, die Garnelen noch mal kurz durchwärmen und dann sind wir auch schon fertig. Die Pfanne anschließend vom Herd ziehen, als Garnitur einfach ein paar Blättchen Basilikum drüber streuen und so kann die One-Pot-Pasta serviert werden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.